Hi und herzlich willkommen bei Speed is Queen, der Game Show zur Vorstellung der Partnerschaften bei uns bei Evolar. Heute geht es um das Thema VMware bei Broadcom. Mein Name ist Christian Müller und ich spiele heute zusammen mit unseren Geschäftsführern Johannes Hiemer und Lars Göbel. Herzlich willkommen hier im Studio. Hallo. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir haben für heute 4 Spiele vorbereitet. Bei allen Spielen geht es darum, dass ihr euch ein bisschen Zeit erarbeitet, um über unsere Partnerschaft zu sprechen. Umso besser ihr im Spiel seid, umso mehr könnt ihr erzählen. Wir starten direkt, Speed is Queen, mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel, ich denke, jeder kennt es, das ist das Spiel Montagsmaler. Lars, du hast die Ehre, heute zu malen. Und Johannes, du darfst erraten, was Lars uns aufs Tablet zaubert. Dann viel Glück beim Erraten. Danke. Ich glaube auch, das hilft allen. Und wir haben 2 Kärtchen vorbereitet, Lars. Darfst mit einem anfangen, darfst dir frei aussuchen, welches du wählen möchtest. Dreh es um, so dass Johannes vielleicht nicht direkt sieht und wir da auch noch eine Herausforderung haben. Schau zum Monitor. Und in dem Moment, wenn ich los sage, geht's los. Wir starten die Zeit und dann schauen wir mal, wie viel Zeit ihr euch erspielt. Ein Mensch, der vom Computer sitzt. Ein Programmierer. Ein Administrator. Nee, der sitzt da und guckt da viel drauf. Man muss aber erstmal nicht so viel aktiv machen. Was könnte er tun? Der guckt, was da so passiert da drauf. Ein Bereitschaftsmitarbeiter. Ja, sehr gut. Und was macht er? Was für ein Tool braucht er? Was macht das? Ein Monitoring-Tool. Jawohl. Sehr gut, richtig erraten. Haben ein bisschen hingeleitet, aber ich denke, relativ schnell gelöst. Ist auch ein wunderbares Monitoring-Center, das wir hier sehen. Und Lars, für dich, der zweite Begriff liegt an. Auf die Plätze, fertig, los. So, was sehen wir diesmal hier? Datenbanken. Ja. Datenbank-Server. Ja, vielleicht noch ein bisschen weniger abstrakt. Storage. Ja, da haben wir es schon. Wunderbar. Storage. Sehr gut, Storage. Ein sehr üblicher Begriff. Damit habt ihr euch einiges an Zeit erspielt, um die Fragen zu beantworten, beziehungsweise die eine Frage. Damit machen wir jetzt auch weiter und dann darf ich euch gleich wieder bei mir begrüßen für das zweite Spiel. Bis gleich. Mensch, Johannes, ich weiß, dass ich schlecht male, aber du hättest kreativer sein können hier. So, erste Frage. Welche VMware-Lösungen bietet ihr an und wie profitiert der Kunde von eurer Zusammenarbeit? Wir als Evolar bieten mittlerweile das gesamte Portfolio von VMware an. Über die Jahre hinweg sind die unterschiedlichen Bestandteile dazugekommen. Und ich glaube, unser größter Vorteil, aus dem der Kunde profitiert, ist hier wirklich, dass wir das gesamte Portfolio implementieren können im Sinne des Kunden und dass wir immer versuchen, Projekte ganzheitlich voranzutreiben. Willkommen zurück zur zweiten Challenge. Wie ihr seht, haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Liegt die eine oder andere Festplatte vor euch. Ziel des Ganzen ist daraus, ein Kartenhaus zu bauen, und zwar 3 Stockwerke hoch. Das natürlich, wie auch eben schon, gegen die Zeit. Schaut mal, wie ihr das zusammen hinkriegt. Seid ihr soweit? Ja. Wunderbar, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Ziel ist es 3 Etagen, ich finde schon mal gut, dass es schon mal aussieht wie so ein Kartenhaus. Ja, da wird mit den Kanten und Ecken gearbeitet, die so eine Platte hat. Erste Etage steht. So, jetzt wird's spannender. Aber es gibt eine Technik, scheinbar. Sehr gut. Aber es wäre ein gutes Kartenhaus, das nicht zusammenstürzt. Ja, Ich hoffe, auf den sind keine wichtigen Daten mehr drauf, die haben wir vorher gelöscht. Die haben wir nicht. Also einmal neu. Einmal neu. Ja, Etage 1 steht wieder. Diesmal sieht es auch ein bisschen gerade aus, die erste Ebene. Dann kommt jetzt die zweite, oder? Ja. Das steht auf den Anschlüssen. Das ist wackelig. So, jetzt. Ja. Das sieht doch super aus. Hoffen wir, es hält. Nice.
Wir stoppen auch die Zeit, sobald es steht, aber ihr müsst die Finger einmal wenigstens davon weg haben, sonst können wir die Zeit nicht anhalten. Lars, Hals und Blick. Ich berühre nichts. Und geschafft! Super! Top! Die erspielte Zeit könnt ihr wieder nutzen für die Frage, die wir für euch vorbereitet haben. Dafür würde ich euch bitten, kurz rüber zu laufen und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Bis gleich. Ein paar Sätze zur Historie. Wie ist die VMware-Partnerschaft entstanden, Johannes? Was viele vielleicht gar nicht wissen, wir haben ja eigentlich einen Hintergrund als Softwareentwicklungscompany und haben uns schon relativ früh mit den DevOps-Themen im Datacenter beschäftigt. Und in diesem Zug ist die VMware damals auf uns zugekommen, hat uns gefragt, ob wir bei den ersten Cloud-Automation-Projekten unterstützen können, wo wir dann unsere Expertise unter Beweis gestellt haben. Und über den Zeitraum der letzten Jahre ist dann die Partnerschaft immer weiter gewachsen und ich glaube, mit dem heutigen Stellenwert, den wir haben, sowohl in der Service Delivery als auch auf der vertrieblichen Seite, sind wir ein sehr angesehener und langjähriger Partner der VMware. Absolut. Spiel 3, ihr seht es vor euch schon aufgebaut und habt es wahrscheinlich schon erkannt. Memory, kleiner Unterschied, ihr spielt nicht gegeneinander, ihr spielt zusammen. Das heißt, es geht nicht darum, wer am Ende den größeren Stapel hat, sondern es geht darum, dass ihr mit möglichst wenigen Drehungen alle Pärchen findet. Ihr bekommt 3 Sekunden abgezogen von eurer Redezeit pro Aufdrehen. Was findet ihr unter den Kärtchen? Ihr findet dort nicht Bildchen, die zusammenpassen, sondern immer ein Logo von einem VMware-Produkt und auf dem passenden Kärtchen dazu findet ihr den Namen. Das heißt, ihr müsst die Logos erkennen, könnt ja so ein bisschen erzählen, was ihr erkennt, während ihr es umdreht und wenn ihr bereit seid und die Regeln verstanden habt, würde ich sagen, legen wir los. Ihr seid bereit? Jawohl. Sind bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Was habt ihr gefunden? NSX und Tanzu. Aria und Cloud Health. Super, wir machen also nur... Aria. Ja, perfekt. Da haben wir das erste Pärchen. Dann Skyline. Tanzu. Tanzu war da. Dann mehr Cloud Logos. Health. Wo hatten wir Cloud Health? Hier, oder? Ja. Nee, Nein. Tanzu hatten wir. hier. Yes. Perfekt. Und hier war doch... Nee, das ist Disaster Recovery. Das ist NSX. War das Hatten nicht wir hier? auch schon. Yes. Perfekt. Sehr gut. Und dann haben wir hier Horizon. Horizon, perfekt. So langsam lichtet sich das Skyline Feld. war doch... Yes. Cloud Das Health kann ja eigentlich. Nee. Ja, aber Da. das hier. Cloud Health. Die ist 4. Oh. Nein! Ja. Jetzt wird's besser. So. Da müssen wir Jetzt da haben noch wir's. genau gucken, wie viele Minuten ihr da Abgezogen bekommen. Oder wie viele Sekunden hoffentlich nur. Aber ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, nächste Frage steht für euch drüben an. Und nach der nächsten Frage geht es zum letzten Spiel. Treffen wir uns wieder hier. Bis gleich. Super, bis gleich. Also, die nächste Frage, Johannes. Was überzeugt euch an den VMware-Produkten? Magst du starten? Gerne, ja. Also für die jeweiligen Lösungsszenarien haben wir von Beginn an immer geschaut, was sind die besten Produkte, um dem Kunden den größten Mehrwert zu generieren. Und man muss sagen, wir sind immer wieder über VMware-Produkte gestolpert, sei es vSphere als die Basis und dann im Anschluss auch die Produkte, die immer wieder dazugekommen sind, sei es durch Zukäufe oder Weiterentwicklung. Aber das ist der Grundstein. Ja, und gerade waren wir ja Partner Nummer 1 von Pivotal, was dann das ganze Tanzu-Portfolio geworden ist. Und VMware hat eben über die Jahre hinweg mit den Zukäufen, mit der Weiterentwicklung des eigenen Portfolios auch eine unfassbare Integration von On-Premise bis in die Cloud geschaffen. Und genau das ist das, was unsere Kunden benötigen. Das war ein knappes Ding. Ja? Willkommen zum letzten Spiel, Spiel Nummer 4. Auch das ein Spiel, das ihr wahrscheinlich aus eurer früheren Kindheit schon kennt. Tabu auf den Karten vor dir, Johannes. Du bist nämlich in dem Fall jetzt der Erklärende. Lars, du probierst die Begriffe zu erraten. Auf den Karten steht ein Begriff, oben in schwarz und unten drunter Begriffe, die du nicht verwenden darfst zum Beschreiben. Ich schaue dir ein bisschen über die Schulter und moniere, wenn es nicht richtig ist. Auch hier geht wieder auf Zeit. Umso schneller ihr die Begriffe erratet, umso mehr Zeit habt ihr nachher für die Frage. Gut,
Beide bereit? Bereit. Beide verstanden? Dann viel Spaß und los geht's. Wenn ein Kunde etwas kauft, dann und es auf Jahresbasis ist, dann ist es? Ein Managed Service, ein Leasing, Nein, eine Finanzierung, er kauft es und packt es zum Beispiel auf die Hardware drauf. Lizenzen. Und dann gibt es verschiedene Modelle dabei. Subscription, Perpetual. Richtig. Hervorragend. Es gibt verschiedene Layer im Deployment-Modell des Cloud Computing. Das oberste ist? Container. Nein, wir befinden uns auf Service-Ebene. Auf SaaS. Jawohl. So, okay. Jede große Cloud basiert auf welcher Technologie? Virtualisierung. Yeah! Quick Win. Super, das hat gut geklappt. Das heißt für euch die letzte Frage. Viel Spaß. Gut, Ja. letzte Frage. Was können wir in der Zukunft von Evolar als VMware-Partner erwarten? VMware setzt deutlich mehr auf den Fokus in der On-Premise-Welt mit der standardisierten, automatisierten Cloud basierend auf VMware Cloud Foundation. Das ist etwas, das machen wir seit über 3 Jahren bei unseren Kunden, begleiten sie genau bei diesem Weg und dementsprechend sind wir da perfekt aufgestellt, um die Kunden dabei zu unterstützen und genau das zu implementieren. Sehe ich auch so. Und diesmal haben wir sogar noch Zeit übrig. Ja, Speed is Green. Wunderbar, vielen Dank Johannes, Lars fürs Mitspielen. Wie ihr gesehen habt, wir stellen uns gerne jede Herausforderung, sei es das Malen oder eure Infrastruktur. Wir hoffen, wir können euch an vielen Stellen unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.